Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Das heutige Thema ist die Konvertierung. Es gibt einmal die implizite Konvertierung und die explizite Konvertierung. Als erstes erkläre ich euch die implizite Konvertierung und wie genau das funktioniert. Dazu deklarieren wir eine Variable int Zahl ist gleich 3. Wir können die Variable Zahl verändern in Zahl ist gleich 6. Wir geben das in der Konsole aus. Console.writeLine Zahl. Die Variable hat den Wert 6. Jetzt deklarieren wir eine Double-Variable. Double Zahl 2 ist gleich Zahl. Was genau passiert hier? Die Variable Zahl hat ja den Wert 6. Und die Zahl 2 bekommt jetzt den Wert 6 zugewiesen von der Variable Zahl. Um das Ganze zu überprüfen, lassen wir es in der Konsole ausgeben. Und wir sehen, die Zahl hat den Wert 6 und Zahl 2 hat den Wert ebenfalls 6. Jetzt weisen wir der Zahl 2 einen Double-Wert zu, 12.4, und geben das in der Konsole aus. Wir können erkennen, die Variable Zahl 2 hat den Wert 12,4. Das Ganze nennt man, wie ich schon bereits am Anfang gesagt habe, implizite Konvertierung. Um es erkenntlicher zu machen, schreibe ich hier noch ganze Zahl hin. Und hier Gleit, Zahl. Ich führe das Programm aus und die Zahl hat den Wert 6 und Zahl 2 hat den Wert 12,4. Ich erkläre euch jetzt die explizite Konvertierung. Dazu deklarieren wir eine Double-Variable. Double Zahl 3 ist gleich 3.7. Wir geben das in der Konsole aus. Console.writeLine. Es ist eine Gleitkommazahl. Zahl 3. Die Variable Zahl 3 hat den Wert 3,7. Um es erkenntlicher zu machen, schreibe ich hier ein Console.writeLine. Wir führen das Programm aus. Jetzt können wir hier unterscheiden, das ist die implizite Konvertierung und hier unten wird die explizite Konvertierung sein. Jetzt deklariere ich ein Integer. Int Zahl 4 ist gleich Zahl 3. Wir erhalten eine Errormeldung. Der Typ Double kann nicht implizit in int konvertiert werden. Wie können wir die Fehlermeldung beheben? Indem wir die explizite Konvertierung anwenden. Vor der Variable Zahl 3 müssen wir den Datentyp angeben. In dem Fall Integer. Weshalb wir hier ein Integer geschrieben haben? Weil die Variable Zahl 4 auch ein Int ist. Zahl 3 ist zunächst ein Double. Durch die explizite Konvertierung, die hier stattfindet, wird es zu einem Integer und der Wert 3,7 wird der Zahl 4 zugewiesen. Da die Variable Zahl 4 ein Integer ist, hat sie nicht wirklich den Wert 3,7, sondern den Wert 3. Das können wir auch überprüfen, indem wir ein Console.writeLine ganze Zahl Zahl 4 und das Ganze ausführen. Und wir können sehen, Zahl 3 hat den Wert 3,7 und die Variable Zahl 4 hat den Wert 3, weil es ein Integer ist. Ich hoffe, ihr konntet die implizite und explizite Konvertierung nachvollziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!